glaube, gerade heute, in unserer jetzigen Zeit, ist es ein ganz wichtiger Prozess, den wir hier mit dem Bürgerrat anstoßen. Ich finde die Idee dieses Bürgerrates total spannend und richtig gut. Ich fand das sofort sehr schön und war auch sehr geehrt, dazu eingeladen zu werden. Mir ist wichtig, mich für meine Stadt zu engagieren, weil es dann eben auch darum geht, was der kleine Mann eben sagt. Als ich den Brief im Briefkasten fand für diesen Bürgerrat, diese Einladung, war ich total überrascht und noch überraschter darüber, dass ich überhaupt nicht wusste, was das ist. Wir haben ja über 3000 Menschen aus Dresden angefragt und schon bei der Anfrage probiert, möglichst ein Abbild der Gesellschaft aus Dresden zusammenzufinden. Und es haben sich so viele Menschen dann wirklich zurückgemeldet, die gerne hier bei diesem Bürgerrat mitwirken wollten, dass es uns gelang, eigentlich alle unsere Kriterien, die wir uns so vorgenommen hatten, auch umzusetzen. Meine Mitbürgerräte sind Menschen, die ich wahrscheinlich ganz oft treffe, aber nie näher in Verbindung komme. Also es geht wirklich von jung bis alt. Das finde ich sehr, sehr positiv. Wir haben da auch eine drinne, die hat eben den Zweiten Weltkrieg miterlebt, 1945 den Angriff auf Dresden, und das ist ganz toll. Also man ist ganz berührt von jedem Einzelnen. Ich treffe eine Verkäuferin vom Rewe, ich treffe einen Therapeuten, ich treffe eine Lehrerin, ich treffe so unterschiedliche Menschen, mit denen ich tatsächlich in einen tieferen Austausch gehe, und das ist für mich unglaublich spannend. Man hat kaum im Alltag mal Gelegenheit, jetzt ich in meinem Alter, einen ganz jungen Menschen mal so zuzuhören, wie es hier stattfindet. Und ich staune, welche Positionen diese jungen Menschen haben. Und ich kann wirklich nur lernen, lernen, lernen. Das macht großen Spaß. Viele Leute sind von der Demokratie ein bisschen entfremdet, sind traurig, dass sie da nicht mehr gehört werden mit ihrer Stimme. Und der Bürgerrat ist wirklich ein Instrument, wo Menschen ganz mit ihrer eigenen Erfahrung, mit ihrem Wissen, von woher sie kommen, abgeholt werden und ihre Ideen, ihre Inspiration einbringen können zu ganz aktuellen Fragestellungen. Und bei uns eben die Frage, wie wollen wir und wie können wir in Dresden friedlich miteinander zusammenleben. Die Idee finde ich toll, weil wir als einzelne Bürger, die wir zusammengesucht oder zusammengefunden worden sind, dass wir für unsere Stadt Dresden eben reden können und was mit beitragen können, um irgendwelche Veränderungen zu machen. Ich bin irgendwie ganz neu damit in Kontakt, sich für eine Stadt zu engagieren. Ich wachse gerade da rein, und die Frage, warum ist das sinnvoll, bewegt mich tatsächlich sehr. Und man merkt einfach bei allen, die hier mitmachen, dass das was ist, was sie gemeinsam trägt. Dass sie gemeinsam überlegen wollen, wie wollen wir in Zukunft hier miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander zusammenleben. Ich liebe diese Stadt. Es ist meine neue Heimat. Es wird keine weitere Heimat geben. Und freue mich einfach, hier einen Beitrag mitzuleisten. Ich möchte hier in Frieden weiterleben. Die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben und was wir auch von den Bürgerinnenräten gespiegelt bekommen, ist, es ist ein tolles Format. Abseits der Empfehlungen ist es was sich, glaube ich, wirklich bewährt. Und das ist was ich an die Stadt weitergeben würde. Wir brauchen solche Formate, wir brauchen Orte, wir brauchen Räume, wo wir wieder miteinander sprechen können, wo wir miteinander streiten können. Ja, sofort. Ich würde wieder beim Bürgerrat mitmachen. Ich würde unbedingt wieder bei einem Bürgerrat mitmachen. Ich bin ein relativ unpolitischer Mensch. Ich werde dadurch nicht politisch, aber ich sehe, wo kann mein Beitrag sein in so einer Stadtgemeinschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn sowas immer wieder stattfindet. Ich bin auch gerne bereit, wieder dafür da zu sein. Aber werden sicherlich auch andere ausgewählt. Aber ja, das ist doch Demokratie. Das ist Demokratie direkt vor Ort, am kleinen Bürger. Ich finde das Format sehr gut. Und ich finde aber auch, dass es nicht bloß der eine Bürgerrat jetzt ist, sondern das sollte so weitergehen. Dass man dann eben auch in anderen Sachen, was eben noch wichtig ist, also was wir jetzt gar nicht alles aufgreifen konnten, dass das dann weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn der Stadtrat unsere Themen aufgreift
unsere Themen auch debattiert. Ich bin mir noch sehr unsicher darüber, was passiert mit diesen Empfehlungen. Wo geht das hin? Wird das wachsen und blühen oder wird das einfach einmal gesagt und dann ist es zu Ende? Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn was dabei rauskommt, wenn nicht vielleicht am Ende alles umsonst war. Das wäre sehr traurig. Ich würde mir schon erhoffen von der Stadt Dresden, von der Verwaltung, vom Oberbürgermeister, dass sie sich sehr ernsthaft mit diesen Empfehlungen auseinandersetzen, sie auch öffentlich machen und dann gemeinsam überlegen, wo wollen wir als Stadt hin und wollen wir uns tatsächlich auf den Weg machen, das muss ja gar nicht gleich morgen geschehen, aber auf den Weg zu machen, eine Friedensstadt Dresden zu werden und damit auch zu werben. Was ich mir wünschen würde, ist, es war so eine Idee von uns in der Gemeinschaft, dass wir uns nach einem Jahr wieder treffen und mal nachprüfen, was ist denn angekommen im Stadtrat. Vielleicht, dass Menschen fragen gehen, habt ihr etwas davon in Erinnerung? Vielleicht haben wir auch erlebt, dass tatsächlich etwas umgesetzt wird. Dieses nochmal nachher schauen, was ist passiert, das würde mich sehr interessieren daran.